Hallo, liebe Käferfreunde. Wenn euer wunderbarer 6 Volt TDE 67er Rennkäfer so lasch blinkt, dann braucht ihr keine 12 Volt Umrüstung. Das ist genauso, als wenn ihr ein Loch im Auspuff habt und ihr baut euch eine dicke Anlage ein, damit man das Bollern so nicht mehr hört. Der Grund für so ein lasches Blinkergebnis ist ja nicht 6 Volt, sondern der Grund ist, dass das Auto alt ist und schlechte Übergangswiderstände hat und einen miesen Masseschluss und dass die ganze Elektrik in den Knien hängt nach 50, 60 oder gar 70 Jahren. Das kann man aber ja alles in den Griff kriegen, ohne gleich den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Guckt euch das mal an. Und da haben wir von Feweb jetzt was Schönes Neues für euch. Das hier ist der Blinkgeber, der macht den Takt. So sieht er aus. Das ist so eine Alutonne, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. So sieht sie von innen aus. Da geht hier der Strom rein in diese Heizspule. Die erwärmt sich und wenn die sich erwärmt, wird die ein bisschen länger und dadurch löst der hier diesen Kontakt aus. Und dann wird sie wieder kalt und dann geht das Spiel von vorne los. Und so macht er den Blinktakt. Das ist sehr, sehr archaisch und das ist dann auch der Grund dafür, dass der Blinktakt sehr unterschiedlich ist, je nachdem, ob man Licht anhat, den Wischer anhat, das Radio anhat oder andere elektrische Verbraucher, dann ändert sich immer die Blinkfrequenz. Das ist ein ziemlicher Mist. Und dann gab es ungefähr ab Anfang der 70er Jahre elektronische Blinkrelais. Und zwar auch in 6 Volt. Bei den 12 Volt Autos waren alle elektronisch, bei den 6 Volt Autos der frühen 70er Jahre, bei den berühmten Sparkäfern und bei den Bundeswehrkäfern, Postkäfern, da waren 6 Volt Elektronik-Blinkrelais drin. Die gibt es natürlich nicht mehr und deswegen haben wir sie gemacht. Früher gab es das von Heller. Heller hat es aus dem Programm geworfen, dann haben wir es selber gemacht. Das sieht so aus. Hier. Und das ist in 5 Minuten montiert. Das ist wirklich Plug and Play. Das ist so ein kleines Kistchen mit einem elektronischen Schaltkreis drin, mit einem Halter. Der kommt hier rein. So, zack. Und dann könnt ihr das zum Beispiel am Tacho festschrauben mit einem vorkonfektionierten Masseband und einfach nur die Kabel umstecken. Das machen wir jetzt mal. So, hier haben wir ihn schon eingebaut. Max Inziger würde sagen, wir haben da mal was vorbereitet. Blöd ist nur, wenn man nichts sieht, weil man so ein alter Sack ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rumgepolt. Wir werden es gleich sehen. So, zack, zack. Das drauf. Aha. Das ist ein schönes Blinkergebnis. Und schon funktioniert es auch in 6 Volt. Und das Beste ist, dieses elektronische Blinkrelais ist koppelbar mit einem ganz handelsüblichen Warnblinkschalter, wie ihr den in jedem Käfer drin habt, wie ihr in jedem Teilemarkt für ein paar Cent kaufen könnt als Gebrauchteil. Denn das Ding hier ist ja nicht abhängig von der Bordspannung. Das ist einfach nur ein Schalter. Und die kleine Glühbirne, die da drin ist, die funktioniert mit 6 und mit 12 Volt. Ich führe das mal vor. Auch das haben wir hier eingebaut. So, Warnblinker an. Schon funktioniert auch die Warnblinke über das Blinkrelais. Das ganze alte Warnblinkgedöne und das ganze Bimetallzeug könnt ihr rauswerfen. Die Elektrik wird schön clean und dann braucht ihr auch nicht auf 12 Volt umrüsten. Und das ist auch gut so, denn, komm mal mit, wir wollen ja, dass so ein Motorraum richtig sexy aussieht. Und da gehört eine 6 Volt Zündspule drauf. Da gehört das ganze 6 Volt Zubehörpaket rein. Es gehört natürlich an so ein Auto auch unser wunderbarer neuer Feweb 6 Volt Racing Team Aufkleber. Wenn ihr den auch haben wollt, schreibt mich einfach über Insta an. Cool. Ne? Und mit 6 Volt funktioniert natürlich auch hier, das ist jetzt leider dunkel, hoffentlich könnt ihr das sehen, da dieses wunderbare 6 Volt Rally Dash von VDO. Gab es mal. Bauen wir demnächst auch nach. Gibt es dann als Feweb-Ersatz. Mit diesen wunderbaren Nadelstreifen-Instrumenten für Öldruck und Öltemperatur und für ein Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser sieht so aus. Den gab es auch in 12 Volt. Das hier ist leider ein 12 Volt. Und wenn irgendeiner von euch draußen so ein Ding in 6 Volt hat, dann meldet euch bitte, denn dann können wir tauschen. Dann tausche ich diesen garantiert funktionierenden
12 Volt Drehzahlmesser gegen ein 6 Volt Drehzahlmesser. So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Also 12 Volt Umrüstungen sind unnötig, kosten viel Geld, zerstören die Originalität und es geht mit einer sauberen Elektrik deutlich besser. Vielen Dank, habt eine schöne Woche und Ende der Woche machen wir wieder ein lustiges Video. Bis dann, tschüss.